Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des IT und Tech Podcasts. Mein Name ist Holger Winkler und ich freue mich, dass du wieder da bist. Low Code, schon mal gehört? Wir wollen uns heute das Thema Low Code in Zusammenhang mit einem ERP-System ansehen. Das heißt, dass sich dadurch die Software so richtig schön an deine Prozesse anschmiegt und, vor allem wenn du wächst, auch das Wachstum ganz einfach sozusagen im System nachgezogen werden kann. Dazu habe ich heute einen echten Experten eingeladen, und zwar Sven Lütgens. Sven Lütgens ist CEO von Gebra IT und, du kannst dir es denken, die haben genau so ein System im Angebot. Lass uns ansehen, was du beachten musst, wenn du dich vielleicht für Low-Code interessierst, was die Stellschrauben sind und natürlich, was das Besondere jetzt ist an dem Angebot von Gebra IT. Hallo und herzlich willkommen, Herr Lütgens. Hallo Herr Winkler, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Herr Lütgens, sagen Sie Low-Code. Wenn man sich noch nicht wirklich damit beschäftigt hat, mal unabhängig von dem ERP-System. Welchen Nutzen, also wirklich das Ergebnis, was kommt dabei hinten raus, wovon profitiere ich? Low-Code ermöglicht mir einfach, schnell und flexibel Softwareanwendungen zu erstellen. Und das Ganze auf einem Level, dass ich kein Softwareentwickler mehr sein muss. Das ist mal ganz kurz zusammengefasst das Ziel, oder nicht nur das Ziel, sondern ist das, was Low-Code auch heutzutage schon tut. Ja. Wo findet sich klassischerweise heute vielleicht Low-Code, wo es jeder schon kennt oder nachvollziehen kann? Ich glaube, das, was man als Low-Code kennt, aber gar nicht so bezeichnet, sind zum Beispiel CMS-Systeme, also um Webseiten zu bauen, wo ich mit Drag and Drop mir meine Webseite zusammenklicke. Das sind im Endeffekt Low-Code-Plattformen. Nur die gab es halt schon, als es den Begriff noch nicht gab. Okay. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, ich finde den Begriff eigentlich gar nicht so klasse. Nee, ich finde ihn nicht gut, weil er eigentlich durch dieses Low impliziert, dass ich hier Low Functionality, Low Ergebnis und so weiter produziere, aber das ist ganz und gar nicht der Fall. Wir zum Beispiel produzieren damit hochspezialisierte Prozesse, wie sie in einem ERP zu finden sind, in einer sehr hohen Geschwindigkeit, mit sehr viel Flexibilität, die ich auf klassische Programmierart und Weise gar nicht erzielen könnte. Und dementsprechend finde ich, Low ist so ein bisschen nicht unbedingt aus marketingtechnischer Sicht der Begriff, den ich dafür gerne hätte. Okay, was wäre der Begriff, den Sie gerne hätten, Herr Lütgens? Da habe ich mir noch wirklich keine Gedanken so gemacht, weil ich glaube, der Begriff ist jetzt in der Welt, der wurde von Forrester damals vor ein paar Jahren erfunden, er treibt ihn voran. Wir reiten ihn auch. Wir hatten unsere Plattform schon, als wir den Begriff noch nicht kannten. Wir wollten damals, als wir das entwickelt haben, eigentlich für uns dieses Problem ERP lösen. Wir haben immer gedacht, also ich komme aus dieser ERP-Umsetzung, ich habe immer Projekte gemacht, habe immer gedacht, das muss eigentlich anders gehen. Die Art und Weise, wie ERP-Systeme gebaut sind, das kann nicht so der Weisheit letzter Schluss sein. Wir wollten einfach eine Plattform schaffen, die den Beratern, also die Leute, die mit dem Kunden im Projekt vor Ort sitzen und diese Prozesse gestalten, dass die ein Tool in der Hand bekommen, flexibler zu sein, schneller zu sein, ohne Rücklauf zur Entwicklungsabteilung des Softwarehauses, wo dann Leute über diese Anforderungen entscheiden, die noch nie den Kunden eigentlich kennen und das dann auch ewig dauert, bis dieser Rücklauf dann kam und nachher passt es dann nicht hundertprozentig. Das war eigentlich unsere Intention für dieses Tool, was wir gebaut haben. Okay. Und ja, und dann habe ich auch im Vorgespräch kurz erzählt, wir waren dann mal auf so einer Low-Code-Konferenz vor 3-4 Jahren in Berlin und dann haben wir gesehen, das ist so ein bisschen die Richtung, in der wir auch unterwegs sind. Und seitdem sagen wir eigentlich, okay, wir haben wohl anscheinend eine Low-Code-Plattform gebaut. Okay. Aber das war nicht das Ziel. Wir wollten ERP anders machen. Okay. Besser machen. Sie haben eine schöne Vergleich oder eine Analogie hergestellt mit den Lego-Bausteinen, um das vielleicht greifen zu können, oder? Wollen Sie uns dazu was sagen? Was ist die Parallele von Lego und Ihrer Plattform? Wie kann man das verstehen an dem Punkt? Genau. Lego ist ein sehr schönes Beispiel, um zu erklären,
wie Low-Code eigentlich funktioniert. Weil ich glaube, jeder kennt Lego, es gibt diese unterschiedlichen Bausteine, die unterschiedlich groß sind, unterschiedliche Formen haben, aber sich dann doch immer wieder wiederholen. Das heißt, ich habe ein Set an Optionen im Endeffekt. Es ist allein meiner Kreativität geschuldet, was am Ende dabei rauskommt. Ob ich damit jetzt einen Rennwagen baue, ein Raumschiff, ein Schloss, das liegt alleine ja in der Kreativität des Menschen, der diese Steine zusammensetzt. Und das ist bei unserer Plattform genauso. Das heißt, ich habe ein Set an Bausteinen, die je nachdem, wie ich diese zusammensetze, entstehen andere Applikationen, andere Systeme, andere Prozesse. Also der Grundgedanke ist hundertprozentig der gleiche, wie er hinter Lego steht. Okay. Das heißt, es gibt ein Starter-Set oder wie stelle ich mir das vor? Wo fange ich an? Also fangen wir an mit einer Grundkonfiguration, die jemand bei Ihnen am Start bekommt? Oder fängt er mit einzelnen Bausteinen an? Wie ist das System bei Ihnen aufgebaut? Das ist ein sowohl als auch. Also wenn wir jetzt klassisch über ERP-Projekte reden, wo jetzt nicht die Plattform im Vordergrund steht, sondern dass wir ein ERP-System liefern, dann fangen wir natürlich nicht immer auf dem weißen Blatt Papier an, sondern wir haben ein Grundsystem entwickelt, wo die grundsätzlichen Prozesse von in einem warenwirtschaftlichen Unternehmen drin enthalten sind. Da reden wir über Einkaufsprozesse, Verkaufsprozesse, Kommissionierung, Lager, Inventuren, Produktionsprozesse und so weiter. Ja. Und dieses Grundsystem, nehmen wir dann und das wird dann verfeinert, customized, sodass die Dinge, die ein Unternehmen nachher unterscheidet von anderen Unternehmen, dass diese dann speziell dazu gebaut werden oder angepasst werden, weil es geht ja nicht nur darum, immer zu erweitern, sondern ich kann ja auch rückbauen, in eine andere Richtung bauen. Es ist ja komplett frei, wie ich da vorgehe. Es geht immer darum, diese 100%ige Prozessabdeckung zu erreichen. Also spannend ist, glaube ich, auch, dass Sie haben ja gesagt, Sie kommen eigentlich nicht aus der IT, sondern Sie sind eigentlich aus dem ERP-Umfeld entsprungen. Und das erklärt vieles, warum es die Plattform gibt. Vielleicht gehen wir ganz kurz darauf ein, was sind so klassische Probleme starrer oder häufig vorhandener ERP-Systeme, die Sie als ERP-Berater in die Weißglut getrieben haben, dahingehend, dass Sie gesagt haben, jetzt nehme ich meine 7 Sachen und wir machen das besser. Was waren die ausschlaggebenden Punkte dafür? Ich glaube, jeder weiß, dass ERP-Systeme sehr komplex sind. Also ich meine, es gibt ja verschiedene Ranges von ERP-Systemen. Es gibt Dinge, die sehr low-level sind. Da kann ich halt nicht viel mitmachen. Die sind dann gegebenenfalls auch einfach zu bedienen. Aber da bin ich halt sehr eingeschränkt in meinen Funktionen. Wenn ich dann eine Stufe oder die Stufen weitergehe und zu ERP-Systemen komme, wie sie jetzt auch vom Namen her jeder kennt, ne? Ich glaube, der große Beispiel ist SAP. Das sind sehr komplexe Systeme, die natürlich einen unglaublichen Funktionsumfang haben. Ja. Also ich würde mal behaupten, dass man mit SAP nahezu jeden Prozess abbilden kann. Ich bin kein SAP-Berater, ich habe woanders gearbeitet, aber ich glaube, das kann man einfach so mal behaupten. Aber der Weg dahin ist natürlich unglaublich komplex. Ich habe diese hochbezahlten Spezialisten, die in jahrelangem Training erarbeiten müssten, wie sie diese Software einstellen, wie sie die bedienen. Und am Ende kommt halt ein System raus mit Applikationen, die unglaublich überladen sind, die einfach diese andere Seite dieses Projekts, den User auch immer wieder überfordern, sehr viel Schulung auch benötigen, damit das überhaupt nachher zum Laufen kommt. Und zwar nicht nur initial. Wir reden ja nicht nur über Schulungen, die zu Beginn der Installation sind, sondern da kommen neue Mitarbeiter hinzu und die müssen wieder geschult werden, um mit diesen überladenen Applikationen umzugehen. Also ich glaube, wir kennen alles, rechte Maustaste, Dropdown geht auf und dann, ja, nehmen Sie bitte diese 4. Funktion von unten von den 25. Und das ist diese eine Seite, die immer sehr frustrierend war. Und die andere war, dass man, obwohl diese vielen Funktionen da drin waren, es dann doch nicht 100%ig gepasst hat. Also es gibt ja auch in der IT diese 80-20-Regelung. Wenn wir 80% unseres Ziels erreicht haben, dann lassen wir die letzten 20 auch besser liegen. Ne? Weil es halt unglaublich schwierig ist,
solche Systeme dann wirklich 100%ig passend zu bekommen. Und das war das, was so ein bisschen frustrierend immer war, wo man dann auch zum Kunden gefahren ist, so, jetzt muss ich den Kunden dann vom Prozess her so in die Richtung drücken, dass die Software, die ich dann aus der anderen Richtung drücke, dass es dann nachher dann irgendwie zusammenpasste. Und das war das, was so diese Frustration immer war, die in den Projekten herrschte. Und ja, das hat dazu geführt, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, das muss irgendwie anders gehen. Und dann haben wir halt diesen Baukasten entwickelt, um halt ERP-Applikationen, Business-Applikationen zu bauen. Würden Sie sagen, Ihr Baukasten heute entspricht diesem Ziel, das Sie da mal angesprochen, avisiert haben? Also was wir damals anvisiert haben, auf jeden Fall. Natürlich entwickelt man immer weitere Ideen. Ne? Also man hat natürlich, wir haben natürlich einen Backlog und man hat einen Kopf-Backlog. Ideen sind da, ne? Das sprudelt natürlich. Ne? Aber grundsätzlich würde ich sagen, oder kann ich auch sagen, dass wir unser Ziel erreicht haben. Ich fahre heute zum Kunden ganz entspannt. Okay. Weil ich genau weiß, egal was er mir jetzt an den Kopf wirft oder was er für Ideen hat, ich kann es umsetzen. Es gibt natürlich eine Seite, die dann mitkommt, ne, mit dieser ganzen Freiheit, die wir heute jetzt haben, kommt natürlich auch Verantwortung. Das heißt, ich muss den Kunden natürlich jetzt auch führen und sagen, hey, die Idee, die du hast, ist super, aber wir gehen vielleicht nicht links rum, lass uns mal besser rechts rum gehen, weil das ist aus unserer Erfahrung heraus der bessere Weg, um zum gleichen Ziel zu kommen. Aber es gibt auf jeden Fall nicht mehr den Punkt, wo ich sagen muss, tut mir leid, das kann unsere Software nicht. Das gibt es in dem Sinne nicht. Okay, wir können ja gleich noch ein paar Praxisbeispiele vielleicht angucken. Ich hätte noch einen Punkt in diesem Vergleich zu SAP, oder? Ich höre ab und zu, ja, so ein SAP-Berater, den kann ich mir einkaufen, oder? Da kann ich im Prinzip mich auf dem freien Markt bedienen. Die spannende Frage bei Ihnen ist ja jetzt, wer spielt mit den Lego-Steinen, oder? Spielt im Prinzip das Team von Gebra IT damit? Sind das die Lego-Player sozusagen? Oder ist auf einmal beim Kunden jemand befähigt? Was zeigt die Praxis? Wie funktioniert das bei Ihnen? Beide Varianten gibt es. Also generell machen wir ab dem Punkt irgendwo klassisches ERP-Geschäft. Das heißt, wir haben eine Beratermannschaft in-house, die rausgeht und diese Projekte umsetzt und auch nach Abschluss eines Projekts auch weiter Anforderungen annimmt und diese auch für den Kunden umsetzt in der Plattform. Es gibt aber auch die andere Variante, und da sind wir komplett offen für, ist, dass die Kunden in-house das Know-how aufbauen, selber ihre Prozesse zu gestalten und anzupassen. Also da sind wir vollkommen frei, das Backend ist da offen. Okay, verstanden. Spannendes Thema vielleicht in diesem Zusammenhang ist, gibt es einen Branchenfokus, oder? Wir haben uns kennengelernt, ich habe Sie gesagt, du, und in welchen Branchen sind Sie unterwegs? Und dann haben Sie gesagt, naja, also eigentlich können wir alles. Und jetzt, als wir uns gerade eben unterhalten haben, sagen Sie, ja, also einfach kundenseitig wird es einfach so, dass wir einen Fokus entwickeln. Spannendes Thema. Was sagen Sie dazu? Wo sind Sie aufgestellt? Wo sind Sie zu Hause? Wie betrachten Sie das heute? Genau, also generell hat die Plattform in dem Sinne keine Einschränkungen. Wenn ich jetzt rausgehe und sage, wir fangen einfach mit dem leeren Blatt an, wo dieses Grundgerüst, was so ein System einfach braucht, da ist, aber keine Prozesse drin sind, könnte ich theoretisch jeden Prozess, der sich irgendwo organisatorisch oder in Organisationen begründet liegt, in Verwaltung begründet liegt, in Geschäftsprozessen begründet liegt, könnten wir den umsetzen. So, Sie müssten mir im Endeffekt nur erklären. Nichtsdestotrotz entwickeln wir darüber hinaus einen Branchenfokus aktuell. Ganz einfach, weil es auch ein bisschen so aus unserer ERP-Branche getrieben ist, weil einfach alle mit einem Branchenfokus rausgehen, die klassisch entwickeln. Ja. Und dementsprechend auch von Kundenseite so die Erwartung ist, ja, was macht denn ihr für eine Branche? Weil die suchen einfach danach, es wird nicht, die Leute suchen kein ERP-System, die Leute suchen ein ERP-System für Bäcker. Die suchen ein ERP-System für Logistikunternehmen. Darüber hinaus entwickeln wir halt den Fokus, der kommt einfach ein bisschen aus dem Know-how des Teams heraus. Wir kommen alle so ein wenig aus der Food-Branche, aus Projekten, wo Waren bewegt werden, wo Waren eingekauft werden, wo die ankommen, wo die verräumt werden, wo ich Lager habe, wo ich Produktionsprozesse habe, wo Waren das Unternehmen verlassen, wo sie kommissioniert werden. Das ist so ein bisschen der Fokus, oder das ist so ein Fokus, der sich rauskristallisiert hat in den letzten 1-2 Jahren, wo wir den Fokus drauflegen. Und ein zweites Standbein, was sich gerade für uns entwickelt, sind so Dienstleistungsunternehmen.
im Endeffekt wie wir selber es auch sind, wo Projekte umgesetzt werden, wo Zeiten erfasst werden, wo Zeiten gegen Projekte, gegen Teilprojekte gebucht werden, wo Reisekosten eine Relevanz haben. Da haben wir halt unser eigenes System gebaut, wo man am Ende des Monats jetzt auf den Knopf drückt und alle aufgefallenen Leistungen werden in eine Rechnung automatisch umgelegt. Und da haben wir auch gemerkt, dass das jetzt nicht unbedingt so weit verbreitet ist in der Branche, sondern auch relativ viel Arbeit anfällt am Ende eines Abrechnungszeitraums. Und da haben wir gerade auch Projekte laufen, wo wir das umsetzen. Und deswegen entwickeln sich so zwei Fokus gerade bei uns heraus. Okay. Jetzt. Aber vielleicht können wir mal kurz zu diesem SAP-Berater zurückgehen, den ich mir einkaufe. Ja, gerne. Zu dieser Ausbildungszeit. Weil bis Sie jemanden haben, der sich mit diesem System wirklich auskennt, und das beschränkt sich ja gar nicht auf SAP, sondern das gilt für alle diese großen Systeme, die wirklich funktional sind. Diese Ausbildungszeit ist einfach immens. Und bei uns geht es halt nur darum, diese Bausteine kennenzulernen. Das heißt, wenn Sie einmal das Grundprinzip verstanden haben und die Bausteine verstanden haben, können Sie alle Prozesse bauen, die Sie verstehen. Also es geht jetzt nicht mehr nur darum, ich kaufe mir jetzt den Einkaufsberater ein und der steht dann da jetzt, aber beim Absatz kann ich dir nicht helfen, weil der kennt die Parameter nicht. Das Problem haben wir gar nicht. Und die Ausbildungszeit ist so kurz bei uns, also die Leute, die anfangen, können in wirklich kürzester Zeit in Echtprojekten mitarbeiten. Cool. Das wollte ich nur mal kurz hinten anschieben bei dem Thema. Vielleicht ergänzend dazu, wie ist denn die Firma von Ihnen aufgestellt? Gibt es Berater und Entwickler oder wie funktioniert das? Wie stelle ich mir das vor intern? Wir haben ein Entwicklungsteam, das die Plattform baut und wartet und entwickelt. Also im Endeffekt die Bausteine, die Lego-Bausteine. Und dann gibt es ein Beratungsteam, was die Projekte umsetzt. Und vom Background her sind die Berater alles gestandene ERP-Berater. Das ist im Endeffekt auch das Know-how, was man mitbringen muss. Man muss wissen, die Business-Seite, wie funktionieren Geschäftsprozesse, wie lege ich die um in IT, dass ich in der Lage bin, Konzepte zu erstellen für den Bereich und halt auch verstehe, wie ticken solche Systeme unter der Haube. Wie sieht ein Datenmodell aus? Das muss man zumindest auf einer gewissen Art und Weise mitbringen, ja. Okay. Jetzt kauft man sich nicht jeden Tag ein neues ERP-System. Die meisten würden es am liebsten nie ausrollen, wahrscheinlich, weil sie wissen, was das für ein Rattenschwanz mit sich bringt. Wenn wir uns so ein bisschen angucken, die Projekte, die Sie in letzter Zeit haben umsetzen dürfen. Was waren die Trigger, dass ein Unternehmen gesagt hat, jetzt reicht's, ich muss an dieses heiße Eisen ran? Die Trigger sind in der Regel die Prozesslandschaft, die ich aktuell habe, reicht nicht aus. Also es gibt die Fälle, die eine ganze Menge Insellösungen geschaffen haben, also gerade Unternehmen, die wachsen, die kaufen sich in der Regel Lösungen ein für ein spezielles Problem und dann wachsen und wachsen die und dann haben die nachher 5, 6, 7, 8, 9, 10 Insellösungen im Einsatz, die alle nicht miteinander reden können. Das heißt, ich habe Medienbrüche, Informationen gehen verloren, Informationen müssen doppelt eingegeben werden, die Arbeitsbelastung ist immens. So, das ist so, denke ich, einer der Trigger für wachsende Unternehmen. Und der andere ist, mein System ist alt, es erfüllt nicht mehr die Anforderungen heutzutage, mein Geschäftsfeld hat sich geändert, meine Prozesse haben sich geändert, ich will schlanker werden, kann nicht genug automatisiert werden. Ich habe Anforderungen an mein ERP-System, wo mein Softwarehaus mir sagt, ne, machen wir nicht, gibt es auch immer wieder. Und das sind so die Hauptträger, würde ich sagen. Okay. Wie fängt sowas an? Also Stichwort ist ja normalerweise Lastenheft, oder? Sie sehen, glaube ich, einige Lastenhefte. Manchmal müssen Sie sich ein Lachen vielleicht nicht verkneifen. Manchmal kommen die Tränen. Jeder, der ein Lastenheft macht, meint es ja erstmal gut. Was können Sie mit auf den Weg geben, dass, wenn man sich dann diesem Thema ERP annähern will, ein Lastenheft auch wirklich das Ziel, eine Zielerreichung wirklich förderlich unterstützt? Also erstmal grundsätzlich muss man sagen, wenn man schon mal an dem Punkt ist, dass man sagt, man braucht ein Lastenheft, das ist schon fast die halbe Miete. Okay. Ja, weil ich glaube, ein Lastenheft
ist essentiell für einen guten Auswahlprozess und nachher auch das richtige ERP zu finden. So, was muss in einem Lastenheft enthalten werden? Erstmal, ich sollte meine Geschäftsprozesse beschreiben in einem gewissen Detailgrad, damit das Unternehmen, welches anbietet, überhaupt weiß, was ist gefordert, welche Prozesse muss ich umsetzen. Da kann ich im Prozesshandbuch Ihnen einfach durchfaxen. Wenn es dann da ist, ist schon mal eine gute Basis. Ne? Also, man muss ja auch nicht immer das Rad neu erfinden. Also wenn ich natürlich jetzt schön ISO-zertifiziert bin und das alles mal beschrieben habe, ist es teilweise natürlich für uns sehr detailliert und geht vielleicht in eine etwas falsche Richtung, aber es ist besser, es ist ein guter Startpunkt. Okay. Dann sollte ich auf jeden Fall definieren, in was für eine Systemlandschaft bette ich mich denn ein. Mit welchen Systemen muss ich reden? Welche sind da? Welche sollen ersetzt werden? Mit welchen Systemen soll ich extern reden? Gibt es Schnittstellen zu Lieferanten? Gibt es Schnittstellen zu Kunden? Sicherlich wichtig. Für uns immer ganz spannend, wenn Anforderungen nach Benutzerfreundlichkeit enthalten sind, weil da können wir natürlich immer punkten. Halte ich aber trotzdem auch für wichtig, weil heutzutage funktional können Ihnen die großen Player sowieso alles bieten. Der Unterschied liegt in der Benutzerfreundlichkeit nachher. Und der hat wirklich nachher, gibt Ihnen das Riesen-Benefit Richtung Schulungsleistungen und auch über die Laufzeit eines Systems, wenn neue Mitarbeiter ins Unternehmen kommen und die wirklich direkt mitarbeiten können. Sicherheit ist ein Thema. Wo soll das platziert werden? Muss es überall erreichbar werden? Ist On-Premise gefordert? Wird ein Cloud-System gesucht? Muss es skalierbar sein? Wie entwickelt sich das? Wie ist die Planung des Unternehmens in die Zukunft? Wie viele User sollen auf der Plattform arbeiten? Welche Wartung ist angefragt? Also sind SLAs notwendig? Brauchen Sie 24/7-Wartung oder arbeiten Sie sowieso nur von 9 bis 5? Ist am Wochenende, gibt es einen Mehrschichtbetrieb? Solche Dinge sind alle relevant. Und am Ende auch sicherlich die Kostenfrage sollte auch Teil des Lastenheftes sein, dass man dort auch schon die Erwartungen skizziert, wie viel man bereit ist oder was das Budget ungefähr ist. Oder Gut, was schätzen Sie, wie lange dauert es, ein vernünftiges Lastenheft aufzusetzen? Wenn ich jetzt in der IT-Abteilung bin, ich schiebe hier seit 2 Jahren das Thema ERP, Neueinführung, Änderung vor mir her. Ich weiß, wir sollten das machen. Es gibt immer gute Gründe, es nicht anzugehen. Und ich habe hier die nette Aufgabe auf dem Tisch, mich doch seriös damit auseinanderzusetzen. Was geben Sie jemandem an die Hand, wenn er im Prinzip das intern so ein Lastenheft seriös aufbauen will? Was soll er einpflegen an Zeit? Also wenn es der IT-Mitarbeiter ist, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich schon mal Verstärkung zu suchen, weil ERP ist ein ganzheitliches Projekt und nicht nur ein Projekt der IT-Abteilung. Es betrifft das komplette Unternehmen, es betrifft alle Abteilungen und ich glaube, die Frage kann man nicht pauschal beantworten, weil die hängt auch sehr stark von den Größen des Unternehmens ab. Also das Größte, wo ich persönlich mitgearbeitet habe, da gab es allein ein Budget von 500.000 € nur für die Erstellung des Lastenhefts und wir waren 1 Jahr beschäftigt. Okay. So, und da waren wir nur für den Auswahlprozess mit dabei. Mit der Beratungsabteilung, wir heißen ja Gebra IT. Es gibt auch eine Gebra, das ist eine Unternehmensberatung hier bei uns. Und die haben halt diesen Auswahlprozess begleitet und da waren wir auch Teil dabei. Das ist sicherlich ein Umfang, der würde ein kleineres Unternehmen natürlich komplett überfordern und ist auch da nicht notwendig. Deswegen, die Frage kann man pauschal nicht beantworten, die hängt von der Größe des Unternehmens ab. Wichtig ist, dass es einen gewissen Detailgrad hat, dass es das umreißt, was wirklich gesucht ist und dass man sich als Unternehmen auch Gedanken darüber macht, was man denn braucht und wie soll diese Lösung aussehen. Weil ERP ist nicht nur Kostenfaktor, sondern ist das Backbone eines Unternehmens. Es kann ein Unternehmen beflügeln zu wachsen oder zumindest diesen Wachstumsprozess nicht zu hemmen. Es ist ein extrem wichtiges Tool für ein Unternehmen, deswegen sollte es auch mit der erforderlichen Seriosität angegangen werden. Gut. Es gibt Unternehmen, die versuchen mehrfach so einen Rollout zu machen. Ja. Leider. Was unterscheidet Gebra IT dabei an diesem Punkt?
Wie meinen Sie das? Naja, ich gehe mal davon aus, dass Sie nicht eine solche Leiche im Keller haben bisher. Als junges Unternehmen mit Low-Code, wie stellen Sie sicher, dass im Prinzip ein Unternehmen, das mit Ihnen an das Thema ERP-Umstellung geht, auch tatsächlich durchs Ziel geht? Also im ersten Schritt, ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Also A, das haben wir richtig erkannt, als junges Unternehmen in dem Bereich können wir uns ein Scheitern einfach nicht leisten. Ein Scheitern wäre im Endeffekt gleichbedeutend mit, also das will ich mir gar nicht ausmalen. Wir müssen immer liefern. Wie stellen wir das sicher? A, wir gehen nur Projekte an, wo wir sicher sind, dass wir liefern können. Ja, also wenn wir in dieser Entscheidungsphase merken, das ist nichts für uns, das passt nicht, aufgrund von welchen Faktoren auch immer, Erwartungshaltung, Anforderungen, das kann ja vielschichtig sein, dann würden wir auch den Rückzieher machen und sagen, das ist kein Projekt für uns an der Stelle. Wenn wir uns entscheiden, ein Projekt anzugehen und in die Umsetzung gehen, dann gibt es kein Scheitern. Dann wird das Ding umgesetzt und durchgezogen. Okay. Wir haben auf Ihrer Website ein paar Use Cases, wo man sieht, wie hervorragend das bei verschiedenen Unternehmen, die inzwischen auf Gebra setzen, funktioniert. Wollen Sie uns einen besonders spannenden Case vielleicht da noch schildern? Wo haben wir angefangen? Was ist heute das Ergebnis? Wo ist der Kunde stolz drauf, mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen? Ich glaube, es gibt zwei Cases, die wirklich spannend sind. Das erste größere, was wir gemacht haben, das ist Central Meat Processing Plant, CMPP. Das ist ein Fleischwerk, was auf der US Air Base in Ramstein steht. Das heißt tatsächlich der erste größere Kunde, der mit uns gegangen ist die US Army. Die leisten sich nämlich ein Fleischwerk, um alle Standorte in Europa, Afrika und Nahe Osten bis nach Asien herein zu beliefern. Und die haben wir damals mit der Lösung überzeugt. Die haben gesehen, das passt, das ist toll, das ist was Neues. Und die Amis sind ja so ein bisschen mutiger, was solche Sachen angeht. Das ist sicherlich super spannend. Und da haben wir alles geliefert von On-Premise-Lösungen, also Hardware. Wir haben die Preisauszeichnung geliefert mit Bizarra zusammen. Wagenanbindungen, also einmal komplette Logistik, ERP mit Anbindungen von Maschinen. Und die sind super glücklich heutzutage oder heute. Da werden ja auch immer Auswertungen gefahren und wir sind auch immer noch in ständigem Kontakt mit denen. Das Projekt ist jetzt 4 Jahre live und da kriegen wir immer Top-Noten. Schön. Da sind wir auch sehr stolz drauf, auf das Projekt. Und ein zweites Projekt, was die Leistungsfähigkeit auch sehr gut rüberbringt, ist sicherlich die BPV-Gruppe. Sehr unterschiedliche Prozesse. BPV-Gruppe ist ein Dienstleister für größere Unternehmen rund um mobile Geräte. Das heißt, die bieten zum Beispiel Dienstleistungen an, um Mobilfunkverträge im großen Stil für sie zu verwalten. Wenn sie tausende Handys oder ich glaube bei 500 oder irgendwo da, wo es Sinn macht, fängt das halt an und geht dann bis in die tausende mobilen Geräte, wo die dann schauen, welche Verträge auslaufen, was sind die Kostentreiber, welche Verträge kann man besser machen und das ganze Hardware-Geschäft, Bespielen der Geräte, Rücknahme von Schadenfällen, Auslieferung von Neugeräten. Die haben 2019 mit uns angefangen. Wir sind im Sommer haben wir das Projekt gestartet, damals übrigens noch mit einem leeren Blatt, da gab es kein Grundsystem. Wir sind im Dezember live gegangen und die Firma hatte damals 50 Mitarbeiter und die sind in der Zeit auf 170 gewachsen bis heute. Mit unserem System haben die Prozesse halt ständig erweitert, umgebaut und wir waren Weihnachten nochmal vor Ort und eingeladen worden und haben dort nochmal gesagt, ohne das System hätten die einen solchen Sprung oder einen solchen Wachstumssprung gar nicht machen können. Spannend. Wie funktioniert das mit Updates in diesem Fall mit Low-Code? Was wird abgedatet? Wie coden Sie ab? Und wie ist das mit neuen Funktionalitäten? Ist ja vielleicht auch noch ein spannender Punkt, der Sie von anderen Anbietern unterscheidet an dem Punkt. Auf jeden Fall. Also es gibt 2
Politiken sozusagen. Also ich habe ja einmal die Plattform selber, die Lego-Bausteine, die werden auch abgedatet und das wird kontinuierlich ausgespielt. Also alle Kunden arbeiten auf dem gleichen Softwarestand, solange sie das wünschen. Wenn sie wollen, können sie sich auch absplitten und eine eigene Installation haben und können dann selber entscheiden, auf welchem Softwarestand die arbeiten. Aber alle die auf unserem Kernsoftwarestand arbeiten, kriegen einfach kontinuierlich im Endeffekt neue Lego-Bausteine ausgespielt, um es mal so zu sagen. Der andere Update-Faktor sind Business-Funktionen. Nach dem initialen Go-Live werden die nur noch eingespielt, wenn der Kunde diese wirklich benötigt. Das heißt, wir gehen jetzt nicht raus und sagen, oh, wir haben jetzt in unserer Grundfunktionalität eine neue Funktion für den Rechnungsdruck beispielsweise entwickelt und spielen die einfach in jedes Projekt ein, weil es macht keinen Sinn, wenn der Kunde es sowieso nicht braucht oder nutzt, warum soll der dieses Stück Software bei sich haben? Wenn der Kunde das aber haben möchte, oder es in seinem Prozess notwendig ist, dann wird es gezielt in dieses Projekt eingespielt. Okay, cool. Also das heißt, Sie überfrachten den Kunden nicht mit Funktionalitäten, die ihn gar nicht interessieren, sondern das bleibt clean und schlank und so, dass er auf jeden Fall. Also das ist die absolute Grundidee, dass wir nicht mit Funktionalitäten um uns werfen, sondern nur diese Funktionalitäten in den Projekten haben, die wirklich benötigt sind. Also wirklich diesen Maßanzug gestalten, um genau das abzubilden, was der Kunde benötigt. Das geht auch so weit, dass wir das Wording des Kundens in der Plattform haben. Das heißt, wir haben jetzt nicht, dass wir uns irgendwelche Wordings überlegen, sondern wir nehmen die Sprache des Kundens und stellen die in der Software dar. Es gibt ja auch gerade, also das Beispiel, was mir immer wieder einfällt, ist für synonym verwendete Begriffe ist Batch, Charge, Lot, Los, die je nach Unternehmen immer ein Stück weit andere Bedeutung haben. Und anstatt dass wir jetzt sagen, okay, bei uns ist Charge das und das musst du jetzt für dich auch so definieren, nehmen wir das Wording an, was der Kunde in seinem Unternehmen hat. Was auch gleichzeitig wieder dazu führt, dass die Annahme des Users sehr groß ist und auch der Schulungsbedarf geringer wird. Okay. Wie lang, ganz grob, rechnen Sie heute intern für eine Einführung eines ERP-Systems? Das ist auch wieder von bis. Das hängt auch von der Komplexität ab, von der Größe des Unternehmens, von den Sonderwünschen. Wenn wir mit dem Grundtemplate rausgehen von uns und das passt, sind wir sicherlich in 2-3 Monaten live. Hängt auch davon ab, mit wie viel Ressourcen der Kunde arbeiten kann. Das hängt davon ab, wie kann er uns zum Beispiel Stammdaten bereitstellen. Können die sauber exportiert werden? Oder müssen wir uns sowieso nochmal hinsetzen mit dem Kunden und erstmal den Artikelstamm sauber überarbeiten, damit wir überhaupt noch eine Grundlage haben, um vernünftig zu starten? Wie viel Zeit kann der Kunde aufwenden? So ein Projekt findet ja immer neben dem Tagesgeschäft statt. Das heißt, es ist eine zusätzliche Belastung des Unternehmens neben dem Normalen hinaus. Und deswegen ist Zeit auch immer ein wichtiger Faktor dabei. Im Grunde genommen, ich glaube, was man immer sagen kann, wir sind mindestens genauso schnell wie eine klassische Implementierung. Okay. Ich würde sagen, wir sind grundsätzlich schneller. Wenn sich jemand dafür interessieren würde, für und mit Ihnen zu arbeiten. Sie haben, glaube ich, mir gesagt, wir sind ziemlich remote unterwegs. Was sind so die Kernpunkte, die Spaß machen können, für Gebra IT zusammen mit Ihrem Team zu arbeiten? Was sind das für Menschen, die Sie suchen, die Ihnen helfen können und was bindet die und fasziniert die? Meine Mitarbeiter? Also wir haben wirklich ein tolles Team. Wir arbeiten super gerne zusammen. Ich glaube, wir haben ja auch Spaß bei der Arbeit. In den Personalgesprächen kriegt man immer wieder gespiegelt, wie gerne die Leute hier arbeiten. Mir persönlich ist eine gute Atmosphäre wichtig. Es ist richtig, dass wir uns durch Corona zu einer Remote-Firma entwickelt haben. Wir haben zwar ein Büro, aber das ist mehr oder weniger verwaist. Das heißt, so wie wir gerade telefonieren oder miteinander sprechen, findet in der Regel auch die interne Arbeit statt.
als auch die Projektarbeit. Ja, wenn jemand Spaß hat an ERP, an Prozessen, an Gestalten, dann soll er sich gerne melden. Wir sind immer auf der Suche nach guten Leuten, die sich gut ins Team einfügen, die Spaß an guter Zusammenarbeit haben. Und da würden wir uns immer freuen über Bewerbungen, ja, sehr gerne. Sowohl als Berater als auch im IT-Bereich oder wo ist im Moment der Schwerpunkt? In beiden Teams natürlich, also auch gerne vertriebsseitig. Ne? Also wer auch Spaß hat, das Produkt vertriebsseitig zu begleiten, kann sich auch sehr gerne melden. Auch in der Entwicklungsabteilung. Ne? Wir sind, glaube ich, in jedem Bereich, den wir hier betreiben, sind gute Leute schwierig zu finden. Der Markt ist, ich will nicht sagen leergefegt, aber ist hart umkämpft. Aber ja, da sind wir häufig in jedem Bereich, den wir da betreuen. Also wir haben diese Entwicklungsabteilung, die diese Plattform macht, was wirklich ein sehr spannendes Thema ist, weil es State of the Art programmiert ist. Wir reden über eine Cloud-Plattform, über eine webbasierte Applikation, die dann auch noch Low-Code ist mit dem Fokus auf Business. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Projekt, an dem man dann mitarbeiten kann, das man nicht überall findet. Genauso gut aber auch für die Seite der Berater, diesen Job zu machen mit einer Plattform, die einem diese Freiheit gibt, die Wünsche des Kunden in jeder Hinsicht zu erfüllen, ist, glaube ich, auch sehr erfüllend. Habe ich das richtig verstanden, dass die Berater dann letztlich auch gleich die Prozesse im System mit Drag and Drop, sage ich mal vorsichtig, dann umsetzen, richtig? Genau, richtig. Also das ist so. Ne? Also über Drag and Drop wird die Maske gebaut, das Datenmodell gebaut. Das Datenmodell entsteht eigentlich mehr oder weniger, indem ich mir die Prozesse, die Applikationen zusammenstelle. Und dann, wir reden hier von einer Low-Code-Plattform, nicht von einer No-Code-Plattform, gibt es dann noch die Möglichkeit, Skripte einzufügen. Da arbeiten wir mit JavaScript. Und das ist halt angereichert von uns. Also das heißt, es ist nicht normales JavaScript, sondern da gibt es eine Reihe von Funktionen, die unsere Plattform mitliefert. So, wenn ich im einfachsten Fall, ich will zum Beispiel den Inhalt von einem Feld auslesen, dann gibt es die Funktion getFieldValue. Und davon gibt es einen ganzen Katalog. Und damit kann ich im Endeffekt mir die Prozesse zusammenstellen, wie ich sie denn dann brauche. Cool. Wenn ich jetzt das hier gesehen oder gehört habe und das gern mal näher betrachten würde, dieses Low-Code und die Aktionen dahinter, also als Kunde jetzt, ich bin jetzt weg vom Mitarbeiter, ich bin auf Richtung Interessent, was sind typische Wege, wie man den Weg zu Ihnen findet und was bekomme ich serviert, wenn ich mit Ihnen zum ersten Mal in Kontakt komme? Einfach anrufen, E-Mail schreiben, Kontaktdaten hinterlassen, wir melden uns dann sofort und dann würde man in eine Demo gehen, im besten Fall. Also wir würden einen Termin vereinbaren, einen Call aufsetzen, so wie wir zwei gerade reden und Ihnen dann einfach mal das System präsentieren. In der Regel zuerst die Prozessseite, um zu zeigen, was man denn damit machen kann. Und dann geht man ins Backend und zeigt, wie das überhaupt gemacht wird. Cool. Also ich gebe vielleicht noch als Anmerkung mit, auf der Webseite gibt es diesen Vergleich mit den Lego-Bausteinen, der selbst mir zu nächtlicher Stunde noch Freude bereitet hat. Also nicht trocken, sondern da kann man durchaus mal drauf gucken. Wir verlinken das unten. Wollen Sie die Webseite noch einmal nennen, Herr Lüttgens, dass wir es auch auf dem Ohr einmal hatten? Ja, sicher. gebra-it.de. Super. Also, gibt es noch was Sie uns noch mitgeben wollen? Ich glaube, wir haben alle Themen zumindest mal gestreift. Ja, definitiv. Perfekt. Also, dann bedanke ich mich für das Gespräch, wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Projekt, bin gespannt, wann ich bei mir hier zum ersten Mal in irgendeiner Form wieder auf Low-Code stoße. Ich habe so eine Vermutung, dass das heute Nachmittag schon sein könnte und wünsche Ihnen einfach ganz viel guten Rücklauf aus dem Markt zu diesem Interview und die besten Mitarbeiter, die Sie bekommen können. Vielen Dank nochmal für die Einladung und vielen Dank für das gute Gespräch. Herzlichen Dank, machen Sie es gut.